Moin! Du, wo du gerade vorbeischaust, hier. Das sind die Dinge, die mir in meinem letzten Video aufgefallen sind, die nicht so geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn du magst, erzähle ich dir, was das war, was mich daran gestört hat und warum ich es trotzdem veröffentlicht habe. Und viel wichtiger, warum ich es für mich total wichtig finde, mir Perfektionismus abzutrainieren. Warte, lass mich das gerade bitte kurz noch speichern. Das ist nämlich die Story zu meinem ersten kleinen Kurzfilm hier, die Idee um diesen Karton herum. Und wenn du mein letztes Video gesehen hast, dann weißt du, dass ich meinen YouTube-Kanal bekannter machen möchte. Und dazu brauche ich erstmal thematisch interessante Inhalte. Ich denke, mit YouTube und digitaler Filmproduktion habe ich da was ganz Gutes gefunden, was mir Spaß macht und wo ich mittlerweile auch ein bisschen was zu erzählen kann. Und ich glaube, ich habe da auch einen ganz interessanten Stil gefunden, das zu machen. Ich mag das total, einfach so mit dir zu schnacken und dir vor allem aber auch mal zu zeigen, woran ich gerade arbeite. Ich meine, du musst es dann ja nicht genauso machen, aber vielleicht ist ja irgendwas dabei, was dir dann hilft. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Kanal soll wachsen. Und soweit ich das gelernt habe, ist eins der Dinge, die dazu beitragen, Kontinuität. Das heißt, immer wieder neuer, interessanter Inhalt, Faustregel, so ein Video pro Woche. Das ist zumindest das, was ich hier auf YouTube gelernt habe. Vielleicht weißt du da ja mehr, dann lass mich das bitte wissen. Jetzt klingt ein Video pro Woche nicht nach so fürchterlich viel, aber glaub mir, mit Knopfdrücken, Aufnehmen und Hochladen ist es ja nicht getan. Also zumindest nicht, wenn du ein bisschen was Besonderes machen willst. Für meine Videos ist mir zum Beispiel wichtig, dass die nicht nach so typischen Heimvideos aussehen, ne? Also auch so als Übung für meine Kurzfilme. Cinematic ist der Begriff, den du auf YouTube häufig dazu findest. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das bedeutet so ein bisschen wie im Kino oder wie in einem coolen Fernsehfilm. Das erreichst du über Kameraeinstellungen, über die Objektivauswahl, über Beleuchtung und Farben. Ich erzähle dir irgendwann nochmal in Ruhe, was ich alles mache, damit meine Videos aussehen, wie sie aussehen. Das hilft dir aber alles nichts, wenn du nichts zu erzählen hast. Ich meine, du möchtest ja was rüberbringen mit deinen Videos, sonst brauchst du die ja auf YouTube auch gar nicht veröffentlichen. Aber wenn der Kern deiner Botschaft nicht rüberkommt, dann können deine Videos aussehen wie von David Fincher und es lockt trotzdem niemanden hinterm Ofen hervor. Du brauchst eine Aussage, du brauchst etwas, was die Leute interessiert, die deinen Kanal abonnieren sollen. Das Wichtigste ist also die Botschaft. Heute zum Beispiel, warum Perfektion hinderlich ist, wenn du vorankommen willst. Da kommen wir gleich noch zu. Dann nimmst du das auf und wenn es dir ein bisschen geht wie mir, auch mehr als einmal, weil nicht alles auf Anhieb klappt, dann musst du das schneiden und je nach Anspruch kommen noch weitere Nachproduktionen dazu, wie zum Beispiel Farbkorrektur oder Ton. Und das alles kostet Zeit. An meinem letzten Video habe ich etwas über einen Tag gearbeitet und wenn du darauf geachtet hast, das war halt gerade mal 5 Minuten lang. Und trotz einer für meine Verhältnisse relativ guten Vorbereitung sind mir Fehler passiert, die ich hätte vermeiden können. Aber, und das ist das Wichtigste, keiner dieser Fehler steht dem Inhalt im Weg und keiner dieser Fehler sorgt dafür, dass das Video total Grütze aussieht. Wir schauen uns das gleich mal an. Vorher allerdings, und das musste ich als perfektionistischer Nerd auch erst mal lernen, lass mich die eine Sache wirklich nochmal betonen. Deine Einstellungen können noch so perfekt sein. Wenn du damit keine Botschaft rüberbringst, dann hast du kein fertiges Video. Damit deine Videos überhaupt perfekt werden können, müssen sie vor allem erstmal fertig werden. Ja? Sonst hast du am Ende der Woche 2 super perfekte Szenen, aber kein fertiges Video. Und dann? Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich mir Perfektion nicht leisten kann. Denn obwohl es nur kleine Fehler waren, hätte ich sicherlich die Hälfte nochmal drehen müssen, damit alles perfekt zusammenpasst. Und die Zeit habe ich nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum gucke ich mir die Aufnahmen nicht direkt an, nachdem ich sie gedreht habe? Berechtigte Frage, aber auch das kostet Zeit, vor allem wenn du pro Einstellung mehr als eine Aufnahme machst. Und nochmal, keiner dieser Fehler steht meiner Story irgendwie im Weg. Ich möchte auf YouTube wachsen und ich lasse dich dabei zuschauen. Punkt, aus, fertig. Verhedder dich nicht im Hang zur Perfektion. Die Botschaft in deinen Videos kommt immer zuerst. Wollen wir uns jetzt mal die wichtigsten Dinge anschauen, die mir im letzten Video aufgefallen sind? Hier, lass uns mal mit der Szene anfangen. Ich finde, hier sind meine Augen ein bisschen zu dunkel. Das wirkt dann gleich so ein bisschen distanziert. Ja? Wenn du dir zum Vergleich mal diese Szene hier anschaust, da habe ich einen kleinen Lichtreflex direkt in der Pupille und das betont die Augen so ein bisschen und macht das Ganze gleich ein bisschen sympathischer. Da möchte ich auf jeden Fall zukünftig mehr drauf achten. Und dann, wenn du hier mal schaust, wo ich den Laptop heranziehe, um dir zu zeigen, wie meine Statistik aussieht, das ist total unscharf.
Aber ich hatte auch keine anderen Aufnahmen von mir selber, wo ich hätte hinschneiden können, während ich rede. Deswegen musste die ganze Zeit diese unscharfe Aufnahme im Bild sein. Und als letztes hier noch tatsächlich der Klassiker. Achte mal drauf, wenn ich mein Handy gleich weglege, tue ich das mit der linken Hand und danach hole ich mit der linken Hand auch wieder mein Notizbuch, obwohl ich mit der rechten eigentlich schon rübergegriffen habe. Na, das siehst du ein bisschen, wenn ich hier einfach mal den Schnitt ein bisschen nach vorne schiebe, also klassischer Anschlussfehler, links, rechts, rechts, links. Und es gibt noch ein paar andere Einstellungen, wo ich nicht mehr genau wusste, was war der letzte Satz, den ich gesagt habe oder wie hatte ich mich gerade bewegt, bevor ich dann umschneiden wollte. Und da hätten noch viele Übergänge deutlich besser werden können. Die anderen Dinge, die mir noch aufgefallen sind, die sind dann eher so technischer Natur. Objektivauswahl, Mikrofonplatzierung, wechselndes Licht und so weiter. Nichts von diesen Dingen hat allerdings die Botschaft meines Videos gestört und deswegen habe ich es so gelassen und es veröffentlicht. Ich habe mir aber aufgeschrieben, was ich beim nächsten Mal besser machen will. Und? Hat's geklappt? Nee, ohne Mist, jetzt weiß ich tatsächlich noch nicht, wie das aussieht. Dazu muss ich es ja erst fertig produzieren und das weiß ich dann wohl erst in ein paar Stunden. So oder so. Ich glaube, auch diese Woche konnte ich dir meine Botschaft wieder ganz gut rüberbringen. Ne? Mach dein Video erst fertig und dann mach es besser. Perfektionismus hindert dich irgendwie nur am Vorankommen. Solange du deine Story gut erzählst, sind kleine Fehler in deinen Videos überhaupt gar nicht schlimm. Und vermutlich fallen die sogar nur so Nerds wie mir auf. Jetzt sehe ich erstmal zu, dass ich die Story für meinen ersten kleinen Kurzfilm rund bekomme, damit er dann auch mal fertig wird. Da werden die Bilder dann aber tatsächlich ein bisschen wichtiger, denn die erzählen ja einen Großteil der Geschichte. Da werde ich mir also dann mehr Mühe geben müssen. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern. Wenn du magst, erzähle ich dir im nächsten Video dann erstmal, was ich denke, was ich mir alles gar nicht hätte kaufen müssen, um gute YouTube-Videos zu produzieren. Jetzt danke ich dir erstmal für deine Zeit und dein Interesse. Es war mir erneut ein Fest und pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Das erreichst du über Kameraeinstellungen, über Objektiv. Das bedeutet, wie in einem... Das bedeutet wie... Oh ja, genau. Das ist... Wenn du dir im Vergleich dazu mal... Alter, wenn Kalcher wieder 3 Dinge auf einmal machen will.